Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit dem When-Operator beschäftigen. Ups, das solltet ihr nicht sehen, das ist von der letzten Aufnahme. Und ja, jetzt ist natürlich in vielen Sprachen ein sogenannter Switch-Operator verfügbar. Das ist nichts Besonderes. Allerdings ist der When-Operator von Kotlin mehr als nur ein einfaches Switch. Dahin geht so momentan der Trend von den ganzen Programmiersprachen, dass man richtiges Pattern-Matching veranstalten kann. Und ja, das sieht folgendermaßen aus. Ich kann hier zum Beispiel einfach schreiben, also ich habe hier einfach mal diese Variable x wieder mal auf 42 gegeben angenommen und wir switchen jetzt über unser x drüber. Das heißt, wir haben quasi mehrere Fälle, was unser x sein kann. Und zwar sagen wir zum Beispiel, es könnte 0 sein, dann geben wir aus println x ist 0. Es könnte aber auch zum Beispiel 42 sein, das ist mein aktueller Fall gerade. Ups, sorry, das war mein Stuhl wieder mal. Println x ist 42. Und ja, ich weiß, man könnte das auch einfach anders hinpacken, aber nehmt einfach mal an, dass man hier irgendeine komplexe weitere Berechnung durchführt, die hier jetzt nicht stattfindet, damit ich euch das gut erklären kann und weil wir auch noch nicht so weit sind. So, also irgendwelche Berechnungen, alles kein Problem. Oder aber wir haben einen anderen Fall, also einen dritten Fall, der alles andere abdeckt. Also entweder ist es 0 oder es ist 42 oder es ist was anderes. So, und das wäre der else-Block, der tatsächlich auch eigentlich fast verpflichtend ist. Also man sollte wirklich schauen, dass man alle Fälle abgedeckt hat und das kriegt man eigentlich nur mit einem else-Block hin, außer man hat einen Boolean, über den man switcht und das ist jetzt nicht so sinnvoll, dann kann man auch ein if verwenden. Man kann auch für das hier ein if verwenden, aber es macht mehr Sinn, ein when zu verwenden. Okay, so, und das wäre jetzt zum Beispiel hier, was nehmen wir? Println x is unknown. Babam. So, ja. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann wird natürlich hier x ist 42 ausgegeben. Das heißt, ein simples Switch eigentlich. Also man hat diesen Wert und man vergleicht ihn auf mehrere andere Fälle. Das heißt eben der Fall 0, der Fall 42 und alle anderen Fälle. Wundervoll. Diese Klammern hier stehen allerdings dafür, also ich könnte das natürlich auch hier in eine Zeile schreiben, das geht durchaus, aber das kann ich auch mit allem machen. Ich kann hier wirklich so viel Code reinschreiben, wie ich möchte. Das ist wirklich, im Endeffekt kann ich da alles reinschreiben, ja. Also ich kann hier auch, wenn ich tippen darf, dann kann ich zumindest alles reinschreiben. So, und jetzt mache ich mal 420 hier draus und ja, genau, jetzt ist das natürlich nicht mehr hier dabei, okay? Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einfach über die ganzen Fälle drüber zu switchen. Ich schreibe mal hier, das ist die Antwort rein. Einfach nur, weil ich es kann. So, jetzt kann man, wie gesagt, aber hier mehr machen als nur mit einem normalen Switch. Und zwar kann man hier mehrere Fälle auf einmal abfangen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Und x is between 0 and 5. So, das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, mein x ist 3. Und somit habe ich hier einen direkten Vergleich für alle diese Fälle. Also ich kann sagen, okay, x ist jetzt zwischen 0 und 5. Das heißt, ich kann hier mehrere Fälle auf einmal abfangen, für die dann aber derselbe Code hier ausgeführt wird. Das muss nicht unbedingt nur ein Println sein, wie gesagt. Das kann alles Mögliche sein. Ich kann aber sogar hier sagen, ich habe mehrere oder eine richtige Range, über die ich switche oder über die ich wenne. Das hört sich seltsam an. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, x ist in 6 bis 42, ja. Ihr kennt dieses Punkt-Punkt-Operator-Dingens von den Ranges. Das kann ich hier wirklich komplett so verwenden und ich kann einfach sagen, okay, x ist jetzt innerhalb dieser Range. Ich kann hier auch Down to und Step verwenden. Das geht alles wunderbar. Und jetzt kann ich sagen, das ist die Antwort, indem ich hier einfach zum Beispiel 7 reinpacke. Wobei 7 ja natürlich zwischen 6 und 42 liegt. Also es ist richtiges Pattern-Matching im Endeffekt. Ihr gebt hier ein Pattern an, ein Muster, in das dieses x reinfallen könnte. Und je nachdem, ob dieses x eben in dieses Muster reinfällt, da könnt ihr dann eben einen gewissen Teil Code ausführen. So, das ist jetzt die eine Variante. Die andere Variante ist, ihr könnt dieses when auch ohne Parameter ausführen. Davor noch etwas anderes. Ihr könnt natürlich auch wieder hier, wie beim if auch, könnt ihr eine Variable hier benutzen zum Reinschreiben. Das heißt, ihr könnt sagen, when von x, wenn das x, sagen wir mal, zwischen 0 bis 42 ist, dann geben wir 42 aus und ansonsten geben wir, was geben wir dann aus? 50. So.
Und jetzt kann ich hier natürlich mal mein y ausgeben lassen. Printline y. Ups. So. Und wir sehen, y ist 42, weil natürlich unser x hier 7 ist. Das heißt, es fällt in dieses Pattern rein. Und jetzt wird eben meinem y auch hier der Wert zugewiesen, der hier hinten steht. Also der Wert hier hinten, der muss nicht irgendwie mit dem hier vorne zu tun haben. Ich kann ja auch 1337 zurückgeben, das ist auch kein Problem. Und dann ist y eben genau das, was hier hinten steht. So, wenn ich jetzt allerdings mein y hier auf 70 setze, dann haben wir hier unser y auf 50 gesetzt. Also, weil wir hier eben 50 in allen anderen Fällen zurückgeben. Ja? Also, ich kann hier auch das Ganze für eine Variablenzuweisung verwenden, wenn ich das möchte. Wenn ich es mit einem ist gleich hier verwende, mit einem ist gleich Operator. So, jetzt kann ich allerdings natürlich dieses when auch noch verwenden, ohne überhaupt diesen Parameter hier anzugeben. Und zwar kann ich sagen, when von geschweifte Klammer. Und jetzt muss ich hier drin die ganzen Fälle komplett definieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, x ist größer als 5, dann mach doch bitte mal Printline greater than 5, x kleiner 5, less than 5 und else equals 5. So, und so kann ich quasi hier auch andere Sachen machen. Also wir sehen jetzt hier greater than 5, weil wir hier bei 70 sind. Ich kann jetzt hier natürlich auch auf 0 gehen, dann sind wir kleiner als 5. Und ich kann natürlich auch auf 5 gehen, dann sind wir genau bei 5. So, equals 5. Und so können wir im Endeffekt auch einen richtigen Vergleich hier machen. Das können wir natürlich auch ohne Probleme mit einem if lösen. Aber ja, in diesem Fall ist das durchaus sinnvoll, wenn man hier ein when verwendet, weil es sehr, sehr viel kompakterer Code ist, als wenn ich jetzt jedes Mal ein if und ein else if schreiben müsste. Super. Und ja, das ist eigentlich schon wieder von meiner Seite. Für die Zukunft natürlich kann ich hier auch irgendwie anders Booleans reinpacken. Also ich kann hier zum Beispiel auch ganz andere Sachen kombinieren, wie zum Beispiel oder x gleich 5 und so weiter und so fort. Also ich kann hier alles vermischen, was ich möchte. Ich kann hier auch Funktionsaufrufe und alles reinpacken. Das ist alles gar kein Problem. Wir sind hier natürlich jetzt bei greater than 5, obwohl wir eigentlich hier runter müssten von der Aussage her, aber diese Bedingung hier ist eben wahr gewesen und deswegen springen wir hier in diesen Fall rein. Also alles überhaupt kein Problem und ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.